Ständige Blasenentzündung, Schmerzen beim Sitzen, Schwierigkeiten beim Wasserlassen oder dieses unangenehme Druckgefühl im Darmbereich. Wenn dir das bekannt vorkommt, dann bleib dran. All diese Beschwerden haben einen gemeinsamen Nenner. Und was das ist, das zeige ich dir in diesem Video. Was ist der Beckenboden und warum kann er verspannt sein? Der Beckenboden ist eine Muskelschicht, die das Becken von unten schließt. Es erstreckt sich von vorne von dem Darmbereich über die Sitzbeinhocke bis zu den hinteren Teil von dem Kreuzbein. Diese Muskeln sind extrem wichtig für die Kontrolle über Blase und Darm. Und auch bei der Sexualfunktion spielt er eine riesige Rolle. Viele, wenn sie überhaupt an den Beckenboden denken, bringen das nur in Verbindung mit Inkontinenzbeschwerden. Mit der Idee, der Beckenboden sei zu schwach und deshalb kommt es zu einem unwillkürlichen Verlust von Urin. Aber nicht nur zu schwach. Diese Muskelgruppe kann genauso wie jede andere Muskel in unserem Körper auch zu verspannt sein. Und das passiert zum Beispiel als Reaktion auf Stress oder nach Verletzungen oder als Anpassungsreaktion auf Schmerzen. Wenn man zum Beispiel Endometriose hat oder ständige Blasenentzündung und dieser dauerhafte Schmerz sorgt dafür, dass die Nerven, die dann die Blase, die Beckenorgane, aber auch der Beckenboden versorgen, dass diese Nerven überreizt sind. Diese Überreizung führt dann zu einer erhöhten Spannung der Beckenbodenmuskulatur. Ein Teufelskreis beginnt, in dem mehr Schmerz, mehr Verspannung, weniger Funktion, dann auch mehr Schmerz. Wie merkt man, dass der Beckenboden verspannt ist? Im besten Fall lässt du dich von einer Fachperson untersuchen. Jedoch gibt es ein paar Symptome, die sehr häufig vorkommen, wenn der Beckenboden zu verspannt ist. Das erste sind Schmerzen. Schmerzen beim Sitzen, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Schmerzen beim Wasserlassen. Nicht nur der Beckenboden oder der Darmbereich tut weh, genauso können auch Schmerzen in den unteren Bauch oder auch im unteren Rücken stattfinden. Zweites Symptom sind Blasenbeschwerden. Das ständige Gefühl, auf die Toilette zu müssen, wenn man auf die Toilette ist, das Gefühl, dass man sich nicht komplett entleeren kann, sowohl Blase, aber auch Darm. Und wenn man das Gefühl hat, dass man auf die Toilette muss, man kann dieses Gefühl nicht unterdrücken. Das nennt man Drang. Wenn man einen Drang hat, muss man auf die Toilette gehen, weil falls du es nicht schaffst, würdest du nicht in der Lage sein, deinen Drang zu halten, was dann letztendlich auch zu einer Inkontinenz kommen könnte. Beim Wasserlassen selber wird es auch häufig beobachtet, dass es nicht einen starken Strahl rauskommt, sondern dass es immer ein bisschen kommt, dann hört es wieder auf, dann kommt wieder ein bisschen was. Und dazu gibt es sogar manche Patienten, die es drücken müssen, damit sie die Blase tatsächlich komplett entleeren können. Auch dann, wenn man der Meinung ist, dass die Blase komplett leer ist, man steht auf von der Toilette und beim Hochkommen tröpfelt es nach. All das sind Symptome von einem zu verspannten Beckenboden. Dann gibt es noch ein paar Allgemeinsymptome, die häufig vorkommen beim verspannten Beckenboden, wie zum Beispiel eine Enge oder Druckgefühl in der Scheide oder im Darmbereich, Schmerzen im Bauch, weil Beckenbodenbeschwerden häufig mit einer erhöhten psychischen Belastung einhergehen. Und was kannst du tun, um deine Beschwerden zu lindern und deinen Beckenboden wieder zu entspannen? Okay, jetzt wird es praktisch. Jetzt zeige ich dir, wie du genau das erreichen kannst. An erster Stelle, man kann nur entspannen und locker lassen, wenn man weiß, wie es sich anfühlt, wenn es verspannt bzw. angespannt ist. Und eine gute Übung, um die Spannung der Beckenboden erstmal überhaupt wahrzunehmen, ist es im Sitzen. Suche dir einen Stuhl aus, leg ein Kissen drauf oder suche eins aus, das eine weiche Oberfläche hat. Setz dich mit den Beinen hüftbreit auseinander und wichtig ist, dass deine Füße auf dem Boden sind. In dieser Position nimmst du deine beiden Hände und legst die unterhalb von deiner Gesäßmuskel, so dass du mit deinen Händen die Sitzbeinhocke ertasten kannst. Bleib in einer aufrechten Haltung. Deine Hände sind direkt unterhalb von deiner Sitzbeinhöcker. In dieser Position versuchst du nun, eine Gesäßhälfte von der Sitzfläche zu heben.
Wichtig ist, du versuchst nur den Druck wegzunehmen, musst nicht wirklich so viele Bewegungen ausführen. Heb eine Seite und lass es dann wieder los. Und dann hebst du die andere Seite und lässt es wieder los. Eine weiche Sitzfläche ist angenehm für den Beckenboden. Für die Wahrnehmung des Beckenbodens kann auch eine hartere Sitzfläche besser sein. Was du fühlen solltest, ist, dass du auf die Sitzbeinhöcker sitzt und dann vom Becken aus eine Hälfte hebst. Der Oberkörper, der bewegt sich kaum, sondern nur dein Becken. In dem Moment, wo du eine Seite von dem Becken hochhebst, wird der Beckenboden aktiv. Du spürst, dass die Scheide enger wird. Den gesamten Bereich vom Damm zieht sich zusammen. Und genau diese Spannung solltest du wahrnehmen können. Spüre es, wie es sich anfühlt, wenn dein Beckenboden geschlossen angespannt ist. Lege das Sitzbeinhocker wieder zurück. Du hast beide wieder auf der Sitzfläche platziert und jetzt spürst du den Unterschied. Wie ist es, wenn du es nicht angespannt hast? Wenn es dir komisch vorkommt, wiederhole das einfach mal ein paar Mal. Also eine Seite heben, nur das Becken. Stell dir mal vor, du willst Urin oder Wind zurückhalten, spann deinen Beckenboden an. Leg dein Becken wieder auf den Boden zurück und lass es komplett los. Meine Lieblingsvariante ist es auf dem Boden sitzen, Knie gestreckt, Oberkörper bleibt gerade und dann verlagerst du dein Gewicht bzw. versuchst du eine Gesäßhälfte hochzuheben. Der Beckenboden schließt automatisch, es ist angespannt. Du fühlst, wie ist es, wenn es angespannt ist, lässt es dann wieder los, entspannst das Becken, spürst, wie es dann ist und dann die andere Seite anzuspannen. Ab dem Moment, wo du das Becken vom Boden hebst, spürst du automatisch auch die Spannung vom Beckenboden. Du kannst auch gerne deine Hände nach hinten nehmen, damit es so ein bisschen leichter, die Spannung nur vom Beckenboden wahrzunehmen und nicht von dem Rücken und die Oberschenkel. Also Beine gestreckt, beide Sitzhöcker auf dem Boden, eine Gesäßhälfte hochnehmen, anspannen, Beckenboden schließt, loslassen, beide Sitzbeinknöchel auf dem Boden, einatmen und entspannen. Und dann auf die andere Seite. 10 Wiederholungen und jede Anspannungsphase sollte mindestens 3 Sekunden andauern und die Entspannungsphase mindestens 5 Sekunden dauern, bis du es auf der anderen Seite wieder machst. Für die zweite Übung solltest du dich jetzt auf dem Boden hinknien und dann bringst du als erstes deine Knie etwas auseinander und deine Fersen ein bisschen mehr zusammen. In dieser Position bringst du nun deinen Oberkörper nach vorne, so weit wie du kannst. Dadurch, dass deine Beine auseinander sind, wirst du spüren, wie der Beckenboden in den vorderen Bereich, vor allem da, wo die Scheide ist, dass du deine Dehnung spürst. Bleib in der Position und atme nun tief ein. Lenke die Atmung zu dem unteren Anteil von deinem Bauch, da zum kleinen Becken hin. Stell dir mal vor, du atmest ein und den unteren Anteil von deinem Bauch, der wird gedehnt. Du wirst auch spüren, dass der Beckenboden darauf reagiert, indem er die Spannung loslässt und sich weiter Richtung Fuß bewegt. Ungefähr so, dass du einatmest, der Zwerchfell geht nach unten und der Druck wird weiter nach unten Richtung Beckenboden geleitet. Und der Beckenboden lässt es zu, der spannt nicht dagegen. Also Oberkörper tief, in den Bauch einatmen, der Beckenboden entspannt sich und lässt die Bewegung zu. Bei der Ausatmung bewegt sich der Beckenboden inwärts. Wenn deine Knie dir dabei Beschwerden machen, platziere ein paar Kissen auf deine Unterschenkel und dann kannst du dich da erstmal draufsetzen.
Das nimmt viel Druck vom Kniegelenk erstmal weg und gibt dir auch ein bisschen mehr Wahrnehmung für den Beckenboden, weil du jetzt mehr Kontakt hast von der Dammmuskulatur auf den Kissen drauf. In der Position kommst du nun nur mit dem Rumpf vorwärts, so weit wie du kannst, und dein Becken ruht auf die Kissen drauf. Einatmen und die Atmung nach unten Richtung Beckenboden lenken, so dass der unteren Bauch ein bisschen mehr Druck auf deine Oberschenkel auswirkt. Gleichzeitig bewegt sich dann der Beckenboden fußwärts nach unten. Bei der Ausatmung bewegt sich dann der Beckenboden reflexartig nach innen und oben. Und wieder einatmen, locker lassen. Der Beckenboden entspannt sich. Bei der Ausatmung leichte Anspannung. Der Beckenboden bewegt sich inwärts. Bleib in der Position für 45 Sekunden oder 8 bis 10 Atemzüge. Wer eine Beckenbodenverspannung hat, hat auch sehr häufig eine Einschränkung der Beweglichkeit von der Hüfte. Bewegungs- und Dehnungsübungen von der Hüftmuskulatur haben auch eine positive Wirkung auf den Beckenboden. Diese Übung, die ich dir jetzt gerade zeige, der ist dafür da, um den tiefen Gesäßmuskel zu entspannen und gleichzeitig die Oberschenkelmuskulatur zu dehnen. Dafür solltest du dich auf den Bauch hinlegen. Du kannst einen kleinen Kissen unterhalb von deinem Becken legen. Nur wenn es jetzt halt den Knochenkontakt dir zu schmerzhaft ist. Mit einer Seite gehst du mit dem Bein etwas auseinander, sodass du hüftbreit auseinander bist. Und jetzt mit der anderen Seite bewegst du nun die Hüfte nach oben, so dass du jetzt halt die Hüfte und den Rumpf 90 Grad hast, aber gleichzeitig auch das Knie in 90 Grad. Bleibe erstmal in dieser Position für ein paar Sekunden, bis du die Dehnung in der Muskulatur jetzt spürst. Und in diese Position kannst du jetzt den Oberkörper ein bisschen nach oben bringen. Das sorgt dafür, dass auch deine Bauchmuskulatur gedehnt wird. Auch die Bauchmuskulatur ist ja sehr häufig verspannt bei Beckenbodenverspannungen. Und in dieser Position versuchst du jetzt bei der Einatmung ganz entspannt alles locker lassen und bei der Ausatmung drehst du nun den Unterschenkel nach oben, so dass du die Ferse Richtung Decke bringst, aber dein Knie darf den Boden nicht verlassen. Also einatmen, alles locker lassen. Der Beckenboden entspannt sich, du spürst die Dehnung an den Adduktoren. Bei der Ausatmung bewegst du die Ferse nach oben Richtung Decke. Ende der Ausatmung, einatmen, Bein wieder loslassen, alles entspannen, ausatmen, Fersen heben, Knie bleibt oben, Beckenboden spannt sich an. Einatmen, alles loslassen, ausatmen, anspannen und wieder hoch. 10 Wiederholungen auf eine Seite. Wichtig ist, dass es langsam gemacht wird. Dann bringst du das Bein wieder runter. Wenn es für deine Lendenwirbelsäule zu anstrengend ist, kannst du den Oberkörper auch loslassen, dass es auf dem Boden bleibt. Und dann die andere Seite beugen. Knie bleibt auf dem Boden, Oberschenkel in 90 Grad zur Seite. Auch das Knie sind 90 Grad gebeugt. Einatmen, entspannen. Ausatmen, Unterschenkel heben. Einatmen, loslassen. Ausatmen, heben. Bei der Ausatmung spannt sich der Beckenboden an, beziehungsweise du wirkst noch mit, indem du bewusst die Muskulatur anspannst, so als ob du Luft und Urin zurückhalten willst. Ende der Ausatmung, alles entspannt locker lassen, aufhören zu ziehen, Gesäßmuskel bewusst locker lassen und den Unterschenkel wieder senken. Ebenfalls hier sollen das 10 Wiederholungen gemacht werden. Schmerzen können den Alltag extrem einschränken. Du kannst aber aktiv was dagegen tun.
Bewegung kann dir dabei helfen, deine Schmerzen zu lindern und Beweglichkeit zu verbessern. Wenn du wissen willst, was du genau machen kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Übungen und neue Tipps für deine Gesundheit. Und weiter geht's mit der Beweglichkeit der Hüfte. Weil auch Verspannungen in der Hüft- und Rumpfmuskulatur sich negativ auf den Beckenboden auswirken können. Eine Kettenreaktion, die in beide Richtungen möglich ist. Und diese beiden Übungen, die ich dir jetzt gerade zeigen werde, die dienen genau dafür, um die Beweglichkeit von deinem Becken und der Hüfte zu verbessern und gleichzeitig auch den Beckenboden zu entspannen. Dafür solltest du eine große Decke oder einen Teppich nehmen oder ein paar Kissen, die du jetzt unter deinen Becken platzieren kannst. Du kannst auch gerne so eine Faszienrolle nehmen oder so eine Yoga-Rolle. Wichtig ist nur, dass du noch ein paar Handtücher da drauf platzierst, damit es nicht zu hart und unangenehm wird. Lege die Rolle unterhalb von deinem Kreuzbein. Deine Beine sollen aufgestellt sein in einen 90-Grad-Winkel vom Knie. Das heißt nicht zu nah zu dir, aber auch nicht zu weit weg. Dein Oberkörper liegt ganz locker auf dem Boden und dein Kopf ist am besten auf dem Kissen platziert. Du kannst die Rolle, wenn du es jetzt wirklich eine Rolle hast, festhalten, damit du nicht das Gefühl hast, dass sie wegrollt. Wenn es ein Decken oder Kissen sind, ist es sogar ein bisschen besser. Achte darauf, dass du nicht in Hohlkreuz bleibst, weil die Rolle zu weit nach oben ist, aber genauso, dass es nicht so weit nach unten Richtung Steißbein ist und dein Becken zu dir hingekippt ist. In eine neutrale Position bringst du jetzt die Beine etwas auseinander, so ein bisschen mehr als hüftbreit. Wenn du so eine Yogamatte hast, stell die Füße am Rand von der Matte hin. In diese Position versuchst du nun, die Hüfte nach außen fallen zu lassen und dann die andere Seite nach außen fallen zu lassen. Du kannst mit dem Rumpf noch ein bisschen weiter mithelfen, indem du die Gegenüberseite, das Knie, was nach außen ist, bringst du dann die Hand in so eine Seitbewegung, damit du seitlich auch noch den Rumpfmuskulatur hast. Entspannen und dann in die andere Richtung. Versuche ganz bewusst, die Hüfte zu drehen. Dein Referenzpunkt wird immer die Knie sein. Also Knie nach innen bewegen, so weit wie es geht. Und dann das Knie nach außen drehen, so weit wie es geht. Koordinativ kann es hilfreich sein, erst eine Seite zu trainieren, danach die andere. Das heißt, eine Hüfte lässt du jetzt halt still stehen, etwas mehr als hüftbreit. Ein Knie bewegst du nun so weit wie du kannst nach außen und danach so weit wie du kannst nach innen. Wichtig ist, wenn du nach innen kommst, dass du dein Gesäß nicht komplett von der Rolle hochhebst. Und wenn du nach außen kommst, ist hier zum Beispiel die Decke leichter, weil du nicht so eine dolle Einklemmung hast in der Hüfte. Mache 10 bis 12 Wiederholungen auf einer Seite, langsam, damit du auch spüren kannst, wie dein Beckenboden darauf reagiert. Beziehungsweise, dass du spüren kannst, dass bei jeder neuen Bewegung du etwas mehr nach außen gehen kannst, beziehungsweise etwas mehr nach innen gehen kannst. Wenn du eine Seite fertig hast, dann ist diese Seite jetzt halt still und du bewegst die andere Seite. Knie so weit wie möglich nach innen fallen lassen und dann das Knie so weit wie möglich nach außen fallen lassen. Die Drehbewegung der Hüfte hat auch einen großen Einfluss auf deinen Beckenboden. Also langsam und bewusst diese Bewegung üben. Und die letzte Übung ist eine dynamische Dehnung der Hüftbeuge und wieder von den Rotatoren, weil die ja so wichtig sind für deinen Beckenboden. Dafür solltest du dich in so eine halbkniende Position begeben. Halbkniende, weil ein Bein nach vorne gebeugt kommt und das andere Bein bleibt dann gestreckt nach hinten. Wenn dir das Knie Beschwerden macht, kannst du gerne noch ein kleines Kissen darunter legen, dann wird die Bewegung leichter. Jetzt nimmst du beide Hände nach vorne und platzierst beide Hände auf der Innenseite vom Fuß, was vorne steht. In dieser Position solltest du erst schon eine Dehnung hier von diesem Hüftbeuger spüren
und auch eine Öffnung, ein Auseinandergehen von deinem Becken. Jetzt bleibst du in der Position und bringst jetzt die gebeugte Hüfte nach außen und wieder zurück. Nach außen drehen und wieder zurück. Am besten, wenn du kannst, koordinierst du das mit deiner Atmung. Einatmen, ausatmen, die Hüfte nach außen bringen. Einatmen, locker nach vorne, ausatmen, nach außen bringen. 12 Wiederholungen auf einer Seite durchführen. Jedes Mal versuchst du nun mit der Hüfte etwas nach unten zu kommen, damit sie die Dehnung auf der Seite verstärkt, aber gleichzeitig nur so weit, bis du die andere Hüfte wieder nach außen bewegen kannst. 12 Mal auf der einen Seite, dann das Bein wechseln, wieder auf das Kissen knien, das andere Bein kommt jetzt nach vorne. Beide Hände sind innen vom Fuß. Einatmen, locker lassen, ausatmen, das Knie weiter nach außen drehen. Einatmen, locker lassen, ausatmen, das Knie wieder nach außen drehen. Vergesse nicht, jedes Mal deine Hüfte noch etwas nach unten zu bringen. Nach außen zu drehen, langsam und wieder zurück. Das hintere Bein so weit wie möglich gestreckt, das vordere bewegst du dann nach außen und wieder rein. Nach außen und wieder rein. 10 Wiederholungen und dann die Seite wechseln. Die Hände bleiben auf dem Boden, die Beine werden nach außen bewegt und wieder zurück. Nach außen bewegt und wieder zurück. Dieses Übungsprogramm kann dir dabei helfen, deinen Beckenboden erstens wahrzunehmen, zweitens die Anspannung, aber vor allem auch die Entspannung zu üben, was letztendlich eine positive Wirkung hat auf Beschwerden, die auf einen verspannten Beckenboden zurückzuführen sind. Ich danke dir fürs Zuschauen, ich hoffe, du probierst die Übungen aus und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!